Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute geht es um unseren Durchlauferhitzer. Das ist ein Niederdruck-Durchlauferhitzer. Er ist schon in die Jahre gekommen. Wir wohnen schon 15 Jahre in dieser Wohnung und der war damals schon drin. Ich schätze ihn auf über 20 Jahre. Die Gefahr besteht, dass er undicht wird und alles unter Wasser setzt. Und außerdem, wie man sehen kann, ich habe ihn hier schon ausgebaut, wie man sehen kann, kommt nur noch rostiges, dreckiges und wahrscheinlich auch nicht gerade gesundes Wasser raus. Der Durchlauferhitzer muss also ersetzt werden. Und was für einen ihr braucht und wie man das Ganze ausbaut und wieder einbaut, zeige ich euch gleich. Wir haben hier in der Küche nur einen Kaltwasseranschluss. Das bedeutet, man benötigt einen offenen, drucklosen Warmwasser-Kleinspeicher. Dementsprechend ist natürlich auch eine Niederdruckarmatur verbaut. Die erkennt man an diesen 3 Schläuchen. Einmal der Wasseranschluss und die 2 Warm- und Kaltwasseranschlüsse. Das ist der Kaltwasserzulaufschlauch. Der andere ist der Warmwasserausgangsschlauch. Ja, genau der. Und der zweite ist der Kaltwassereingangsschlauch. Um den alten Durchlauferhitzer ausbauen zu können, muss erst der Wasserzulauf abgedreht werden. Ob das auch wirklich funktioniert hat, kann man ja auch sehen, indem man den Wasserhahn aufdreht und nichts mehr rauskommt. Und bevor die einzelnen Schläuche abgeschraubt werden, Stecker ziehen. Jetzt geht's an den Ausbau. Mit 2 Gabelschlüsseln oder mit 2 Wasserpumpzangen dreht man die Wasseranschlüsse auf. Man sollte sich einen Lappen bereitstellen, da noch etwas Wasser aus den Wasserleitungen rauslaufen kann. Diese 2 Verlängerungsanschlüsse werde ich nicht mehr benutzen. Ich habe vor ca. 2 Jahren die Armatur ersetzt und die Wasseranschlüsse sind jetzt lang genug. Die Schläuche sind abgeschraubt, der Stecker ist gezogen, das alte Teil kann raus. Das ausgetretene Wasser auffischen, damit das Holz nicht aufquillt. Das ist der neue Warmwasser-Durchlauferhitzer von AEG. Ich habe ihn bei Amazon gekauft, er hat sehr gute Bewertungen und hat ca. 65 € gekostet. Ich werde euch den Link in der Videobeschreibung hinterlegen. Wie erwähnt, das ist ein druckloser, offener 5 Liter Kleinspeicher von AEG. Wobei, was heißt AEG? Das Teil wird von Stiebel Eltron hergestellt. Ist Energieklasse A, also gut, sehr leise und verbraucht 489 Kilowatt pro Stunde. Wie gerade schon erwähnt, werde ich diese 2 Verlängerungsanschlüsse nicht mehr benötigen. Die werden jetzt direkt abgeschraubt und weggeschmissen. Damit das Ganze auch dicht wird, habe ich 2 neue Dichtungen verbaut. Dichtung drauflegen, schauen, dass man die Wasserschläuche nicht vertauscht, den Wasserschlauch draufhalten, gerade draufhalten und dann das Gewinde erstmal mit der Hand reindrehen, damit man auch nichts schief reinschraubt. Beim Festdrehen der Wasseranschlüsse unbedingt mit der Wasserpumpzange unten gegenhalten, sonst beschädigt man den Boiler. So, die Wasseranschlüsse sind angezogen, jetzt wird es wichtig, jetzt aufpassen. Die Reihenfolge ist jetzt sehr wichtig. Ihr dreht jetzt erst den Wasserzulauf auf. Dann dreht ihr das Wasserarmaturventil auf warm, bis das Wasser blasenfrei austritt. Das dauert eine Zeit lang. Der 5 Liter Tank muss erst gefüllt werden. Dann dreht ihr das Ventil auf kalt und lässt es auch so lange laufen, bis es genauso blasenfrei wird. Dann dreht ihr den Warmwasserregler am Durchlauferhitzer auf Maximum
und steckt dann erst den Stecker in die Steckdose. Das ist sehr wichtig, die Reihenfolge genau einzuhalten. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, leuchtet auch das rote Lämpchen. Wie man sehen kann, funktioniert alles. Wir haben wieder heißes Wasser. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, natürlich einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.